gerade fragen, gemessen, wie Ihre berufliche Karriere als DJ Ja, das ist dann sehr, sehr schwierig. Wegen Sonderzug von Pankow mit Udo Lindenberg. Das hätte mir fast das Genick gebrochen. Ich hatte gedacht, die Geschichte mit Honecker. Also Die ging klimpflich ab, weil sie, erstaunlich. die ist bloß in der ersten Etage gelandet. Ich habe ja auch nichts dazu gesagt eigentlich. Ne? Ja, das ist es ja gerade. Ich habe ja nie gesagt, ich habe nie das gemeint mit dem Titel. Ne? Aber das ist dann mal im Übereifer eben so passiert. Herr Förster, Sie sind 1954 geboren, haben dann die 10-klassige Oberschule besucht und anschließend Abitur mit Berufsausbildung absolviert. Genau, das bedeutete nach der 9. Klasse raus, sodass man dann mit der 12. fertig war und hatte dann den Vorteil, dass man in 3 Jahren Abitur und Berufsausbildung hatte. Der Wunsch war eigentlich, Elektronik an der TU in Dresden zu studieren. Da ist aber irgendwie was dazwischen gekommen. Ja, ich war bereits fertig mit meiner Elektroniklehre und habe das Abitur fast beendet, hatte noch 2 mündliche Prüfungen vor mir. Und da haben wir eine Veranstaltung gemacht im Clubhaus Rudi Arndt, in der mich die Leute von der FDJ gebeten haben, was zu machen, wenn möglich ein Quiz oder irgendwas, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, sodass ich dann ganz spontan dort ein Quiz veranstaltet habe, bei dem eine Frage von mir war, die wir schnell zusammengestellt haben: Was ist die FDJ? A, ein Gammeltrupp, B, ein Negerstamm oder C, Vereinigung der sozialistischen Jugend. Das war eine der Fragen, die ein bisschen locker gehalten werden sollten. Und bei der Auswertung habe ich dann gesagt, wortwörtlich, viele FDJ-Clubs sind sicherlich ein Gammeltrupp, aber die richtige Antwort ist trotzdem Vereinigung der sozialistischen Jugend. Und mir wurde hinterher unterstellt, ich hätte Preise dafür ausgegeben, für alle die also geantwortet hätten, Gammeltrupp, und hätte das also zur richtigen Antwort gemacht. Das wurde so zum Politikum hochgespielt, dass ich also sozusagen von der Schule geflogen bin. Also man kann sagen, 10 Tage vor Abschluss des Abiturs bin ich also von der Schule entlassen worden, durfte die beiden Prüfungen nicht mehr nachmachen, habe die anderen Fächer zwar alle bestätigt bekommen und hätte dann auf Abendschule nochmal die beiden Fächer abschließen können. Ich hatte ja meinen Vertrag fürs Studium als Elektronikfacharbeiter, praktisch Elektronik zu studieren, schon in der Tasche. Ich habe mich sehr für Elektronik interessiert, für Elektromechanik und so weiter. Das Traum war dann geplatzt, weil ich dann auch nicht zum Studium zugelassen wurde, weil ich keinen Abschluss vom Abitur hatte. Hat Sie jemand angezeigt oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es war so, dass wir hier in Dresden verschiedene Jugendclubs hatten. Ich hatte einen Jugendclub, der war sehr erfolgreich, der hieß Jugendclub Drachau. Ein anderer hatte einen Jugendclub, der hieß Jugendclub Nord. Der war nicht so erfolgreich und der hat also dort ganz massiv diese Dinge dort zur Anzeige gebracht und auch behauptet, um mir damit zu schädigen. Und das hat er auch geschafft. Allerdings nicht mit dem Jugendclub, sondern eben mit meiner beruflichen Ausbildung. Fanden Sie das angemessen, dass so reagiert wurde? Völlig unangemessen, aber es kamen dann noch andere Dinge mit dazu. Ich hatte zum Beispiel für meinen Jugendclub einen Ausweis angefertigt, auf der westliche Artikel abgebildet waren, ganz einfach deshalb, um es bunt und schön zu machen. Was war das? Da ja bei uns alles, da waren von Schokoriegeln und es war auch aus einer Zeitschrift ein Model mit drauf, also alles nicht zeitgemäß und diente dazu, die Moral der Jugendlichen zu untergraben, und das alles passte also nicht ins sozialistische Bild und deswegen war ich nicht tragbar. Und haben Sie Wut empfunden und haben Sie auch mal versucht, den zur Rede zu stellen? Oder? Also Wut habe ich auf die Leute gehabt, die mich dort hochbestellt haben. Ich weiß das noch wie heute. Es war ja oben an der Flugzeugwerft. Wir arbeiteten in der Baracke 219 von Elektromat. Und davor war das Gebäude, wo die Ausbilder und auch die Chefs unserer Schule, der Betriebsberufsschule Paul Schwarze, gesessen haben. Und wie die dort kurzerhand mein Abitur beendet haben und mich dort nie wieder zugelassen haben. Meine Eltern waren dann nochmal dort, meine Mutter hat nochmal mit dem Verantwortlichen geredet, aber
Es ging kein Weg rein. Mir war ja der Weg offen, die beiden Fächer, die nur noch durch eine mündliche Prüfung abzuschließen waren, dann auf der Abendschule nachzuholen. Sie haben es schon erwähnt, ihr habt also versucht, Ihnen zu helfen. Gab es direkt jetzt aus dem Jugendclub jemand, der Ihnen geholfen hat? Also Leute, die hingekommen sind, die Ihre Veranstaltung gut fanden? Ja, und auch aus dem Jugendclubhaus. Auch die konnten diese Reaktion dort nicht verstehen und haben sich auch dafür eingesetzt. Aber ich weiß noch, ein gewisser Herr Diatschenko, das war der maßgebende Mann, der dort der Meinung war, ich wäre politisch untragbar aufgrund dieser Dinge, die ich dort gezeigt habe, obwohl ich ja eine gute Jugendclubarbeit gemacht habe und einen Jugendclub aufgebaut habe, aber eben zu westlich orientiert. Und das war sowieso nicht gut und dann hat man das sicher auch zum Anlass genommen, dass man sagen kann, den lassen wir nicht studieren. Was muss man sich, wenn Sie jetzt sagen, zu westlich orientiert, was muss man sich darunter vorstellen? Das bedeutet im Jugendclub die Musikzahl nicht eingehalten, also die Anzahl der DDR-Titel, du warst ja verpflichtet, 60% DDR-Titel zu spielen und nur 40% Westmusik einzusetzen, was aber gar nicht möglich war, weil so viele DDR-Titel gab es gar nicht, die man überhaupt hätte einsetzen können. Die AWA-Listen, die wir jedes Mal ausfüllen müssten, die haben natürlich gestimmt. Dort haben wir von Amiga-Platten Titel abgeschrieben, die wir teilweise gar nicht kannten, aber das musste ja immer ein Nachweis geführt werden, dass man 60 zu 40 gespielt hat. Auch diese Platten, die wir also uns besorgt haben, im Intershop gab es immer nur eine gemischte, die direkten Platten, die wir brauchten, die haben wir uns von drüben besorgt. Die sind natürlich dann im Jugendclub rumgegangen worden, dort verteilt. Und also dort wurden Bedürfnisse geweckt bei Jugendlichen, die zum Zeitpunkt hier von dem System nicht erfüllt werden konnten. Und das war moralisch schwer verwerflich. Wie ging es dann weiter? Also Sie haben ja dann im VLB Elektromat gearbeitet? Ja, habe dort gearbeitet, mehr oder weniger, denn zu der Zeit habe ich angefangen mit Diskothek zu machen, das war 1975. Habe dort meine erste Einstufung als Disc-Jockey gemacht und habe dann in meinem eigenen Jugendclub Veranstaltungen gemacht, dann darüber hinaus auch in anderen Städten und dann über die Jahre in der gesamten Deutschen Demokratischen Republik, also auf jedem Dorf und in jeder Stadt waren wir dann als mobile Diskothek. Es gab ja, bevor eine Diskothek losgehen konnte, braucht man ja ein paar Voraussetzungen. Also man musste sich einer Einstufungskommission unterziehen, indem man sich vorstellt und also dort eine Diskothek abwärts wurden meistens die ersten beiden Stunden gewertet. Und da sitzt eine Kommission von 5, 6 Leuten, der Stadtbezirksrat für Kultur, die Angestellte aus dem Stadtkabinett für Kulturarbeit und aus dem Kreiskabinett für Kulturarbeit und so weiter. Und die haben sich dann eine Veranstaltung angehört und gesehen und haben dort beurteilt, wie arbeitet man mit dem Publikum, wie setzt man Musik ein, wie setzt man auch DDR-Musik ein. Ich meine, es gab ja ein paar Titel, die konnte man sehr emotional einsetzen. Ob das von Elektra tritt ein in den Dom war oder City am Fenster, es gab ja auch gute Titel oder Puttis, aber es gab einfach zu wenig. Wir konnten dieses Verhältnis 60 zu 40 nicht erfüllen. In den ersten 2 Stunden, wo die Jury da war, da hat man es versucht zu erfüllen, aber selbst das war schon schwer, weil viele DDR-Titel, gute DDR-Titel waren langsam. Die langsame Runde konnte man noch bestücken, aber mit einer langsamen Runde, Tanzrunde, kannst du keine Jury beeindrucken, ne, wenn die Leute langsam tanzen. Und dann hatte man als Amateurdiskotheker oder damals hieß ja Schallplattenunterhalter, gab es die Einstufung A, B und C. Dann musste man 2 Jahre in der C arbeiten, dann bekam man die S, das war die Sonderstufe. Und erst wenn man dann wieder 2 Jahre in der Sonderstufe gearbeitet hat, dann hat man die Möglichkeit gehabt, einen Berufsausweis zu machen. Was ich dann 1984 auch gemacht habe und habe dann die Einstufung zum Berufsdiskjockey bekommen. Die Videodiskothek würde ich gerne noch mal ein Stück zurückgehen. Eine Hürde neben so einer Einstufung war ja meistens in der DDR, wie kriegt man jetzt so eine Anlage her? Wie haben Sie das angestellt, dass Sie also eine Anlage bekamen, womit man auch so einen großen Saal beschallen kann? In der Einstufungskommission waren also neben Stadtbezirksrat für Kultur und Bezirkskabinett für Kultur auch Leute von der Technik dabei, die das beurteilten. Und je besser man im Besorgen war, desto besser war die Technik, desto besser war der Ton und desto besser wurde man eingestuft. Ich habe bei Elektromat gearbeitet und hatte deswegen das Glück,
dass ich mir dort viel Material besorgen konnte. Material war da, einfaches Material war da, so dass wir also uns dort die Lichtmasten und Gehäuse und so weiter, das konnten wir also alles bauen. Und es war ja üblich, dass 40% aller Arbeiten, die in dem VEB gemacht wurden, waren private Arbeiten. Also es wurde pauschal so mit 40% eingeschätzt und so war es auch. Sie brauchen bloß in die Galvanisiererei von Elektromat gehen. Dann haben sie gesehen, die Wanne ist zu 40% mit Teilen voll, die auf keinen Fall zu einer Maschine gehören. Also ein Java-Auspuff, der dort neu verchromt wurde, der gehört nicht im Betrieb. Also 40% der Teile, die dort hoch und runter gezogen wurden und verchromt wurden, das waren private Sachen. Sodass man also wirklich auch die Zeit und die Möglichkeit hatte, im Betrieb vieles herzustellen, was du nicht geschafft hast während der Arbeitszeit. Das wurde hinterher mit den Maschinen, mit den volkseigenen Maschinen dann noch hergestellt, sodass wir uns dabei auch nicht schlecht vorkamen. Das war ja alles Volkseigentum, also dieser Begriff wurde ja geprägt. Also wenn wir uns dort ein Gestell zusammengeschweißt haben, das noch mit eigener Arbeit und dann mit rausgetragen haben, kamen wir uns nicht schlecht vor. Also das war ja ein Betrieb des Volkes und wir haben uns unseren Teil genommen. Hat es einen Fall gegeben, wo man jemand bestraft wurde für Schwarzarbeit? Könnte man ja als Schwarzarbeit bezeichnen. Ja, nee, das Nacharbeiten, zum Beispiel bei uns Elektromat, die Halle war rund um die Uhr, ja, wurde dort gearbeitet und wenn jemand an seinem Arbeitsplatz länger arbeitete, das ging in der Regel. Sicherlich in den Teilbereichen, wo dann mit hochwertigem Material gearbeitet wurde oder wo vielleicht Technologien, die Elektromat ganz geheim halten wollte, obwohl das längst überholt war auf dem Weltmarkt. In den Abteilungen sicher nicht. Aber in den einfachen Abteilungen, wie bei uns in der Halle 219, wo gekantet, wo gepresst, wo geschweißt wurde, dort hat man die Möglichkeit. Und dafür wurde niemand bestraft. Wenn allerdings jemand das übertrieben hat, ganze Bauteile, ganze Gruppen oder vielleicht Fertigprodukte mit rausgenommen hat, dann gab es schon Ärger. Also dann wurdest du gefeuert. Gerade bei Elektromat, wenn du dann einen Schaltschrank mit nach Hause genommen hast, also dann wurde man schon böse. Hat es sowas gegeben? Es gab alles. Es gab alles. Man hat auch dort, selbst wenn es da Pförtner gab oder was, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Kontrolle dort war, aber selbst dort gab es Möglichkeiten. Der aus dem Lager, mit dem konnte man genauso zusammenarbeiten, der hat es dann abgeschrieben oder irgendwas. Also kriminelle Wege gab es damals genau wie heute, aber die einfachen Dinge, die man sich fürs tägliche Leben oder für sein Hobby beschafft hat, das war gang und gäbe in der DDR. Und ich muss sagen, meine Anlage, zumindest alles, was das Metall war, die großen Ständer oder wie Sie auch gesehen haben, die Schilder, das ist alles im VEB Elektromat entstanden, zusammengebaut worden und war auch die einzige Möglichkeit für uns, dass wir uns dort Geräte selber zusammenbauen konnten. Man könnte fast sagen, dass die Produkte dann VEB Elektromat überdauert haben, ne? Die Sie jetzt noch hier haben. Ja, damit haben wir sehr, sehr lange gearbeitet. Wenn ich daran denke, was es da heute für Scheinwerfer gibt, was wir uns da mit was vermitteln wir uns geholfen haben. Aber das hat uns geholfen, deswegen sind wir gegenüber dem Wessi, ohne das jetzt abzuwerten, sind viel flexibler, weil wir viel kreativer sein mussten, um eine Veranstaltung durchzuführen. Also die sind ja heute aufgeschmissen, wenn mal ein Stecker kaputt ist, da fallen die hinten runter, da wissen die nicht, was sie machen. Wir fallen uns aus dem Nagel und aus dem Kupferdraht, machen wir uns eine Brücke oder irgendwas. Wir sind das gewöhnt, wir erleben das oft auf Veranstaltungen, auch draußen, dass die froh sind, wenn ein paar Ossis dabei sind, weil die wissen sich zu helfen. Ne? Und haben die auch versucht, also Sie haben das ja erwähnt, dass wenn Sie so 500 Leute ein bisschen aufgeputscht haben, haben die versucht, das auch also so zu drehen, dass Sie das politisch irgendwie nutzen? Also uns haben sie dazu nie, also ist keiner Kommentar, aber die haben jeden Fehltritt natürlich genau registriert und wussten dann, wer also seine Machtstellung am Mikrofon dazu ausnutzt, das wussten sie schon. Also, und dagegen sind sie auch energisch vorgegangen. Nee, ich meine, dass die jetzt vorgegeben haben, unter der Voraussetzung, dass jetzt 500 Leute einigermaßen emotional aufgeschlossen sind oder aufgeputscht, dass dann versucht worden ist, ihnen zu sagen, jetzt könnten sie mal eine
politische Parole bringen, die dann von denen gut aufgenommen wird? Ja, es waren sowieso so viele Veranstaltungen, FDJ-Veranstaltungen, FDJ-Kulturhäuser, FDJ-Gruppen, sodass ja das politische Ziel dort sowieso vorgegeben war und du dann mehr der unterhaltende Charakter warst. Ne? Ob wir im Pionierfernlager waren, also dort waren dann andere damit beschäftigt, dort die politische Linie, auch selbst im Fernlager, an den Mann zu bringen. Das war eigentlich dann nicht unsere Aufgabe. Also da hat man uns schon freien Lauf gelassen, außer man hat es versucht, in die andere Richtung zu nutzen. Da hat man dann sehr schnell reagiert. Aber direkt, dass sie jetzt ausgenutzt worden sind, zum Beispiel für politische Ziele, das kann man so nicht sagen. Nee, kann man nicht so sagen. Also wenn man uns nach Rumänien geschickt hat, als Disco, dann ist man schon davon ausgegangen, dass man dort sein Land und seine Leute dort anpreist und sagt, uns geht's gut und die Leute arbeiten uns fröhliche Bilder zeigt. Also für so eine Auslandsreise, da wurde schon mit uns gesprochen. Ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ja gar keinen Grund, ich hatte ja zu der Zeit kein schlechtes Bild. Mir ging es gut, wenn sie mal in so einem Kinderfernlager gewesen sind, ist ja nicht so, dass den Leuten alles schlecht ging. Also die haben dort gefeiert, ich kann Ihnen Filme und Bilder zeigen, wie die Leute dort gefeiert haben. Wir haben es ja gar nicht als so schlecht empfunden. Wir wussten ja nie, was es alles gibt. Wir kannten ja vieles gar nicht. Also es war nicht so, dass man jeden Tag nur damit, zumindest als junger Mensch oder vielleicht auch die Kinder, dass die immer bloß den Gedanken haben, wir leben hier im eingesperrten Staat. Ja. Die haben ja nichts gehört, man hat ja nie umsonst verhindert, dass das Westfernsehen so spät wie möglich kam, dass man nicht Rundfunk hören durfte, dass es verboten war, Rios zu hören. Da hat man ja darauf geachtet. Und wenn du andere Dinge nicht kennst, dann bist du erstmal zufrieden. Und das waren wir auch. Das ist ja dann erst im Laufe der Zeit gekommen, dass man also dann erst gemerkt hat, was eigentlich los ist. Und dass man dann auch gespürt hat, wie es mit der Wirtschaft alles schlechter wurde. Und dass man dann gespürt hat, wie eingeengt man eigentlich ist. Ja. Aber wenn du jetzt delegiert warst als Disco und durftest nach Rumänien fahren, ja, da warst du froh und stolz und da bist du nie auf den Gedanken gekommen, dass andere nie reisen dürfen. Wie schlimm das eigentlich ist. Also mal nach Rumänien fahren, das war eine große Sache. Du wusstest nicht, wo man eigentlich überall hinfahren kann. Wenn man aus heutiger Sicht darüber nachdenkt, was den Leuten vorenthalten wurde, wie auch zum Beispiel meinem Vater, der nur gerne gereist wäre. Also wie einfach das ist heute zu reisen und wie schön es auch meine Eltern gerade in dem Punkt Reisen hätten haben können, dann ist das schon erschütternd. Aber das haben wir zu dem Zeitpunkt nicht so nachvollziehen können und auch nicht so bemerkt.